Scheitern für mich ist, wenn man sich selber aufgibt. Das geht nicht darum, ob man jetzt sein Ziel erreicht oder nicht erreicht, sondern es geht eigentlich darum, ob man an sich selber glaubt oder nicht glaubt. Und solange man wirklich seinen Weg geht, egal was es heißt und wie viele Umwege das heißt, und auch wenn das Ziel plötzlich neu definiert werden muss, dann ist es nie Scheitern. Scheitern ist dann, wenn man einfach in der Komfortzone ist, weil man Angst hat zu scheitern. Hallo, ich bin Monika Sattler und ich werde alle 124 Schweizer Pässe in 30 Tagen fahren. Genau, nee, kein Fahrradtrikot. Das war nur der Entwurf, den ich dir zugeschickt habe. Also wirklich T-Shirts oder halt Sportshirts. Genau. Okay. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Und? So. Er sucht jetzt andere Marken, die weißen Shirts, und gibt Gas. Also die erste Nacht wird Nyon sein. Dritte sogar. Die zweite ist in Neuchâtel und die dritte stimmt. Ja, in Porrentruy. Stimmt, weil Okay. da hatte Jennifer extra noch gesagt, dass sie lieber in Neuchâtel suchen wird, weil es dort mehr Hotels Ja. gibt als in Ja, Yverdon. ja. Hast du recht, also eine Nacht in Yverdon, Ja. wenn das so klappt, und eine Nacht in Neuchâtel, und die dritte sucht sie dann noch für die dritte Etappe. Ja, aber weil die das ist dritte das, ist doch was in der Porrentruy. Tourismusverband Die dritte dann ist doch in Porrentruy, nicht? sponsort. Noch nicht, das ist dann... Nee, aber da haben wir doch das eine Hotel doch schon, oder? Ja, wir haben überall provisorisch schon die Nee. Hotels. Das mit das Auberge, wo wir doch den Genau, Sponsor... aber das ist die vierte. Sonst lass mich die kurz vierte? noch mal nachschauen. Warte, ich kann auch hier schauen. Ich habe sie schon offen. Ja, genau. Also, nicht ganz, aber fast. Ah doch, hier habe ich es offen. Ja. Schaut, also erste Etappe fängt in Nyon an. Zweite Etappe in Neuchâtel, okay. Und die dritte, in Porrentruy. Und da dachte ich, haben wir die Auberge. Ah, nein, die haben wir aber einen Tag später, weil da Haben wir war den die nicht Wintersingen? frei. Da war die nicht frei. Ah, du hast einen Smoothie? Ja. Dammit, ich hab's vergessen. Ach, du wolltest auch, gell? Ja, ich wollte auch einen, aber ist okay. Ah, aber da steht drin zweitmeisten. Zweitmeiste? Etappe 5 hat die meisten, hast du Ah, geschrieben. okay, dann ist Etappe die im Jura. 5. Okay, warte, ich schau Alex. gerade noch mal. Ah, hallo Alex. Na? Hey. Willkommen zurück. Ja. Ja. Martin? Hallo Martin. Alex, schön Grüß dich dich. kennenzulernen. Wir müssen halt gucken, ob wir da eine andere. Das wird wahrscheinlich jetzt zu knapp, dir noch Ja. eine andere Gabel zu schicken, weil wir hier eben hier limitiert und sind. man kann nicht einfach noch einen Spacer drunter setzen. Das geht gar nicht mehr, gell? Geht nicht mehr. Ja. Ja. Weil mein Problem ist, ich sitze ja ziemlich aggressiv, also sagen wir so, meine Hüfte ist so, dass ich den Sattel tilten muss. Rücken, entweder Rücken, aber ich hatte auch schon Knie oder halt, ich habe der Tendenz, Hot Feet zu bekommen. Und weil der Druck dann, wenn du halt so weit nach vorne sitzt, der Druck halt auf den Füßen sehr drauf ist. Ich krieg's leider nicht gebacken und ich sitze auf meinem Aspero drauf. Und Passt dann. ja. Dann Sollten wir fahren kein mit dem Risiko Rad halt. eingehen, oder? Weil später... Ich will dann auch echt dann eher Ja. das Rad nehmen, auf dem du dich halt wohlfühlst. Ja, ich finde es ja mega interessant, dass du jetzt nochmal eine neue Challenge angehst. Wie kommst du denn auf die Ideen, solche Sachen eben mal zu machen? So? Oder was ist so dein Antrieb dahinter? Das ist Monika Sattler. Monika ist Talent- und Leadership-Trainerin. Sie ist TEDx-Rednerin, Fahrrad-Rekordhalterin und Autorin. Du bist ja die erste Frau überhaupt, die das Radrennen Vuelta a España bis zum Ende durchgefahren hat. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Eigentlich um Menschen zu inspirieren, dass man große Herausforderungen anzunehmen. Erst später habe ich erfahren, dass ich die erste Frau sein würde, die das machen wird. Du verfolgst konsequent deine Träume.
Auch wenn das für dich heißt, manchmal extrem riskante und mutige Entscheidungen zu treffen und immer wieder aus deiner Komfortzone herauszugehen. Ich bin ja in die USA gegangen, um Sport zu studieren und ich hatte immer diese Abenteuerlust in mir. Und ich habe tatsächlich Sicherheitspolitik studiert, mit dem Fokus auf nuklearen Waffen in Nordkorea und im Iran. Ich wollte zum BND, zum Bundesnachrichtendienst, das war mein großes Ziel. Ich habe dann trotzdem für den Internationalen Währungsfonds gearbeitet, sowie für die Weltbank. Und dann kam ja der Moment, wo ich dann die Wahl hatte zwischen Profisportlerin, also Radsport, oder für die Weltbankkarriere, steuerfrei. Und meine Familie, Freunde, eher traditionell konservativ eingestellt, haben gesagt, Moni, das ist ein No-Brainer. Natürlich musst du die Weltbankkarriere machen, aber irgendwie war für mich immer so, ja, aber dann ist ja mein ganzes Leben eigentlich ja schon fix. Wie langweilig ist denn das? Und ich habe mich tatsächlich entschieden, armer Radprofi zu werden, bin zurück nach Deutschland, bin dort ganze 3 Monate erste Bundesliga gefahren, um festzustellen, dass es das nicht ist, was ich wollte. Und klar, dann habe ich mich sehr als Failure gesehen, dass ich was gescheitert habe, etwas aufzugeben, was der Traumberuf für die meisten gewesen wäre. Ich habe es aufgegeben, nur um festzustellen, das, wofür ich es aufgegeben habe, will ich eigentlich auch nicht. Ich bin trotzdem zurück dann in die USA, habe dann Sport studiert, um dann meinen Traumberuf in Sport zu finden. Und jetzt mit 2 Master-Degrees hat dann auch mein Vater gesagt, so Moni, jetzt wirst du nicht irgendwie nur mal so ein Coach für irgendwas, sondern wenn er was Gescheites. Und wurde dann Unternehmensberaterin für IBM. Bin plötzlich mit Business-Klamotten und durch die Gegend gejettet. Ja, und nach 2 Jahren Australien habe ich festgestellt, das ist nicht, was ich machen möchte. Das Feuer in mir, diese Leidenschaft, die ich sonst habe für Abenteuer und so, ist fast komplett erloschen. Und mit 30 saß ich dann arbeitslos im Botanischen Garten in Melbourne, Australien. Und habe gedacht, super Moni, was machst du denn jetzt? Und ich dachte wirklich so, mit 30 sollte man doch eigentlich seinen Life figured out haben. Ja? Und dann habe ich ja, okay, ich werde bestimmt keine 35 Jahre jetzt irgendeinen Job machen. Ich möchte wirklich aufwachen von Montag bis Freitag und sagen, oh geil. Ja. Und ich möchte Sonntag immer noch mich freuen auf den Montag. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange wieder ganz von vorne an. Und während ich selber gesucht habe, sozusagen, was ich in meinem Leben machen möchte, vor allem beruflich, habe ich festgestellt, dass ich gar nicht alleine bin. Es gibt so viele Menschen, vor allem Frauen, die genau in der gleichen Situation sind, aber die vielleicht das Risiko nicht eingehen wollen, um dieser Frage wirklich nachzugehen. Und daraus ist meine Mission entstanden. Ich möchte andere Menschen, besonders Frauen, inspirieren, sich die Herausforderung zu setzen, aus der Komfortzone gehen und eigentlich sehen, was sie wirklich können. Ein wirklich Key Moment war, als ich in Minnesota einen Workshop gegeben habe für ein Women's Coaches Symposium. Da waren 120 Frauen und diese 150 Frauen hatten 3 Workshops zu wählen gleichzeitig, die gleichzeitig waren. Einer war meiner und meiner hieß Be a Self-Confident Woman in a Male-Dominated Environment. Die Veranstalter dachten, ja Moni, kriegen wir mal 20 oder 30 Leute zusammen. 90 Frauen sind gekommen. Und das hat mir schon genau in dem Moment gezeigt, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr wichtig ist. Coaches, Frauencoaches von Lacrosse, Football, also wirklich diese starken Sportarten, die saßen in dem Workshop drin und haben Stories erzählt, wo ich gemerkt habe, wenn diese scheinbar selbstbewussten Frauen Probleme haben, was ist wenn Frauen, die vielleicht nicht dieses starke Selbstbewusstsein haben? Und da habe ich gemerkt, wow, da gibt es sehr viel Aufholbedarf. Weil wenn du vom Rad, das war ja genau die Geschichte, absteigst, aber hast dann, die 10 Kilometer nicht im Bein. Dass mir keiner dagegen sagt, Moni, willst du wirklich? Nein, wenn ich sage, ich will ins Auto, dann will ich ins Auto. Dann will ich nicht nochmal, dass mir jemand dagegen geht und sagt, oh, bist du sicher? Also ich sage ja nicht, du sollst es nicht tun. Nur die Frage war, ob du es dann für deine Beine, wenn du hast ja selber gesagt, diese ich fahre schon ein paar Jahre, dass ich das weiß. Habt ihr es auch drauf? Da möchte ich nicht noch dagegen argieren, wenn jemand sagt, hey Moni, nee, um das geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass du nicht entscheiden sollst, sondern es geht darum, dass dir die anderen im Team auch ihre, was sie gerade spüren, zu dem sagen können dürfen. Und dann kannst du sagen, ist ein guter Punkt, verstehe ich auch. Zum Beispiel, wenn das jetzt nicht von mir käme, sondern von Björn und er sagt, ach, die 10 Kilometer kannst du doch durchfahren, dann ist die Muskulatur im Ding. Das kann ich absolut nicht haben.
Du selber nicht, aber dieser Hinweis, wenn du von mir als Hintergrund hast, ich weiß, wie die Muskulatur arbeitet. Ja, aber trotzdem am Ende des Tages, sorry, ich brauche keinen, dass er mir dann erzählt, wie ich dann zu fahren habe. Der Punkt ist die Frage, so habe ich dich jetzt verstanden, ist da jemand, der bestimmen will, wie ich es mache? Nein, sehe ich nicht. Oder ist da jemand aus deiner Sicht jetzt, der beratungsresistent ist? Und wenn jemand ja, ich weiß, knallhart, aber ich kenne das. Ich kenne das aus meinen Projekten. Ja, wir möchten ja das Gute für dich. Und wenn einer sagt, komm, ich gebe hier eine Beratung, dann muss der Kunde ja nicht sagen, Beratung, Martin. Nein, die Sache ist die, das kannst du alles einen Tag vorher machen, aber währenddessen brauche ich keine Beratung. Nämlich keiner weiß, wie ich mich fühle an dem Tag. In dem Moment, richtig. Ja. Also wann würdest du denn das Beratungsgespräch machen? Jetzt ist mir, da kannst du mir alles erzählen. Ja eben, das sage ich ja. Jetzt kann ich dir doch sagen, wegen 10 Kilometern Muskulatur, ich weiß, wie die Muskulatur arbeitet. Wenn du, sag mal, die 10 Kilometer, bis das Rad oben auf dem Auto ist, bis du drin hockst, von der Muskulatur, ich spreche jetzt nicht von deinem Kopf, von der Muskulatur, nicht so prickelnd. Ja, aber Martin... Ja? Surprise, surprise, ich fahre schon seit 15 Jahren Rad. Ja. Somit alles, was du mir erzählst, wahrscheinlich alles, was du mir erzählen willst, habe ich alles schon mal irgendwann durchgemacht. Ja. Somit, dass mir irgendjemand, sorry, das hört sich jetzt vielleicht richtig arrogant, aber dass mir irgendjemand erzählt, dass, wie ich mich fühlen werde, höchstwahrscheinlich kann derjenige es nicht. Ich weiß selber, welche Fehler ich mache. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand mir da reinredet, ja Moni, 5 Stunden essen, das geht ja gar nicht. Also, dass du nichts isst und so. Aber vielleicht mache ich das schon immer so. Mein Körper ist genauso getrimmt. Und deswegen möchte ich nur sicher gehen, dass mir dann nicht irgendjemand ankommt und sagt, ja, aber so solltest du das so machen. Ich bin ja auch mit Gott in die Welt gefahren, ja, und die machen es alle so und deswegen solltest du es auch so machen. Und da möchte ich nur sicher gehen, am Ende des Tages... Und du weißt, das ist ein sehr emotionales Thema, ja, aber ich möchte am Ende des Tages nicht immer mich rechtfertigen müssen. Wir haben immer noch diese Erziehung, oder es gibt immer noch die Erziehung, wie Frauen sich zu verhalten haben und trauen sich einfach bestimmte Sachen nicht. Und ich möchte ihnen eigentlich nur helfen, dieses Vertrauen zu gewinnen, um das, was sie machen wollen, wirklich machen wollen, einfach dem nachgehen. Ich habe auf jeden Fall Angst zu scheitern. Die größte Sorge, die ich wirklich habe, ist eigentlich, dass mein Körper nicht mitspielt. Lieber ein Unfall in der Sicht, wo ich dann weiß, okay, jetzt ist wirklich Schluss, als dass ich wirklich aktiv die Entscheidung treffen muss. Conny. Na? Alles klar? Alles klar bei dir? Ja. Nächste Woche geht's los. Die letzten Tage, bevor jetzt endlich... Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Am 12. geht's dann richtig los. Genau. Und wie viel Uhr startet es dann? Also der Idealtag ist, ich werde um 7 oder 6:30 Uhr aufstehen und 8 Uhr möchte ich auf dem Fahrrad sitzen und dann losfahren. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ganz ehrlich. Also ich möchte jetzt einfach losfahren. Fitter werde ich jetzt nicht mehr. Und das Team steht, es gibt immer irgendwas, wird immer kommen, weißt du, Hindernisse und so. Und ich möchte jetzt einfach mal starten. Da wird sehr viel jetzt gesprochen, jetzt walk the talk. Jeder Tag wird was Neues haben. 100%, das weiß ich jetzt schon. Ja, wunderbar. Wirklich, da bin ich sehr... Ja, das wird toll werden. Ich bin ja Minimalist. Aber generell nur, dass ihr wisst, ich habe Schläuche hier dabei. Die Sachen, Reifen, Bremsbeläge, Ketten,
Ich muss meine Kette noch verölen. Und ich habe tatsächlich auch ein Licht dabei. Ist das peinlich, wenn ich noch ein Manuellschalter bin? Du bist ein Manuellschalter. Ich bin ein Manuellschalter. Ist auf Tinder, ja? Ich bin ein Manuellschalter. Ich bin ein Manuellschalter. Mein Team besteht aus drei verschiedenen Mitgliedern. Wir haben den Martin. Der ist der Teammanager oder Project Manager, der ist eher im Hintergrund zuständig. Er ist wirklich für die Logistik und Organisation zuständig. Einer von meinen Teammitgliedern ist vor einer Woche abgesprungen und er hatte den Ersatz gefunden dafür, damit ich mir dann keine Sorgen machen muss. Dann haben wir die Julia, sie ist die Kommunikationsmanagerin. Und dann haben wir einen Fahrer/Fotografen. Diese Position ist gesplittet. Da ist der Björn, der die ersten 2 Wochen übernimmt. Und dann Michael, der übernimmt die letzten 2 Wochen. Und die beiden werden quasi die Person sein, die operativ dafür sorgt, dass sie mir den Rücken frei hält und dass mir gut geht. Ich kann es nicht glauben, dass es jetzt losgeht. Ja. Okay. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich hoffe, ich kann einschlafen. Okay, alle ready? Are you ready? Ganz ruhig, Björn, gell? Nee, alles easy. Ja. Und dann hier links, genau. Links. Hier, genau. Das andere links. Ja, Bereich. Also, let's go. Let's make this happen. Okay, vamos, chicos! Ja, wirklich. Super gemacht. Gut. Ja, aber ich war dann auch, also es sind so viele, Gott, wir haben so viel zu quatschen. Es gibt so viele Sachen, die wir, Learnings hört sich so blöd an, weil das hört sich so an, als wäre es alles negativ. Aber so Sachen so, okay, das ist jetzt passiert, wie haben wir darauf reagiert und so. Also ich finde es spannend, ja? Abenteuerlich. Reflexion. Aber wirklich, also generell für den ersten Tag würde ich sagen, mega, wir sind hier. Wir sind am Ziel. Wir sind am Ziel, ja? Aber es war so niedlich, dass Laura einen Cocktail nachher was. Ja, das Auto, das macht dann erstmal. Was mich ein bisschen wundert allerdings, wir haben ja um 9 Uhr angefangen, gell? Ja. Wir sind um 2, halb 3 fertig und ich bin noch nicht mal alles gefahren. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Family! Juhu! Erster Tag dann. Und dann sind es noch 25 Tage. Scheiße! So schnell geht's. Ist schon wieder rum. Ist schon wieder rum. Hat schon gerade angefangen, schon wieder rum. Ich bin leider sehr immer. Ja. Oh, fuck, jetzt merke ich es gerade richtig. Ja. Ja, generell einfach Zustand. Schaust du mal? Ja, schau mal. Schau mal. Wir sind zwar noch in der französischen Schweiz, habt ihr?
Cool. Super. Merci. Merci. Danke. Go. Hey guys, the first stage is done. It was a crazy day, awesome though. I'm looking forward to tomorrow, day 2. We'll start near Neuchâtel at 8 a.m. So if you want to join, we will send you the location. Otherwise, keep following the next 25 stages. All right, have a good night. Bye bye. Vom Tagesablauf her hatten wir immer 3 Zeiten, die wir eingehalten haben. Das war 7 Uhr Frühstück, 8 Uhr Abfahrt und 18 Uhr Abendessen. Das waren die einzigen 3 Zeiten, wo wir wussten, dass was geplant ist. Alles andere war unplanbar. An diesen Zeiten haben wir uns festgehalten, damit wir wenigstens halbwegs eine Struktur hatten. Hallo! Hi! Morgen! Björn! Servus, Alex! Ciao. Servus, Alex, Martin! Hi! Ciao, Martin! Hi, ich bin Julia. Ciao, Julia. Hallo, ich bin die Moni. Hallo! Während der Challenge lade ich wirklich jeden ein, mitzukommen. Klar, ich muss natürlich mein Tempo fahren, aber ist jetzt nicht ultra schnell, aber auch nicht ultra langsam. Also ich muss einfach mein Tempo fahren. Ich fahre mal weiter, ja? Ich lade jeden ein, mit dabei zu sein, weil hier geht es nicht darum, dass ich jetzt hier den Radrekord aufstelle, sondern eigentlich, wie gesagt, andere Menschen zu inspirieren. Ja. Picknick? Okay. Steht um die Ecke drin. Heute muss ich wirklich wesentlich essen. Ja. Jetzt fängt die ganze Essenszeit an. Ich würde mir tatsächlich einfach einen Wrap machen. Ja. Oh, das sind auch die Wraps. Ja, deswegen, ich habe hier ganz oben drauf gelegt. Willst du das andere Teil haben? Willst doch alles. Hier, nimm die andere Hälfte. Alles. Ja. Schön. Ihr seid der Hammer. Also super. Ich brauche Wasser. Ja. Die Challenge ist definitiv Teamwork. Ja, vielleicht stehe ich im Vordergrund und fahre halt die Pässe, aber dahinter, vor allem bezüglich Logistik und Organisation, ist so viel Arbeit, dass man das alleine gar nicht hinbekommt. Und ihr seid der Hammer. I love you guys. Jetzt wird's ein bisschen kuschelig mit den kleinen Sträßchen, gell? Ja. Okay. Ja. Und dann kommt ein richtig scheiß, Nicht so schön zu fahren, der Pass. Weil es einfach nur geradeaus steil hochgeht. Ja. So sieht's aus. Okay. Übrigens, da drüben ist Frankreich. Ja, klar. Kann ja was verstehen. Spring rein ins Pony. Hallo. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie? Ja. Wo geht's denn nach Tavannes? Aber Björn, Ja. ich erzähle die entire time, die ganze Zeit, was du für ein Traumtyp bist. Oh. Jetzt weiß ich nichts mehr, was ich sagen soll. Jetzt ist er sprachlos. Björn und Julia sind der absolute Hammer, mich auch wirklich auf Trab zu halten. Dann, wenn ich auch mal keinen Bock habe, also was heißt keine Lust? Ich habe eigentlich immer Lust, aber es gibt halt Phasen, wo ich sage, ich bin jetzt müde und ich könnte jetzt auch vorm Fernseher sitzen. Ja, ich würd eher. Oder, also Du musst Tannenmeise einfach oder, lauter machen und gucken, ob die antworten. oder Haubenmeise. Pass auf, Haubenmeise kann auch sein. Pass auf. Nee. Nee. Also klar, das ist nur ein Lockruf quasi. Ja. Björn kommuniziert mit Vögeln. Wie Björn kommuniziert mit Vögeln. So, Storytime. Also, ich habe irgendjemand erzählt, dass wir sind ja 3 Schwestern und jede macht was anderes. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache die gut in Sport ist, meine mittlere Schwester gut in Fashion und Mode und meine letzte Schwester gut im Vögeln. Ach so. Aber weil sie halt die Vogelkunde studiert. Die Vogelkunde. Die Radfahrerin heißt Moni. Sag mal alle Moni. Moni. Ja. Spatzel. Juhu! Vielen Dank. Ciao Moni. Ja, ciao. Vielen Dank wirklich für alles. Tschüss. Ciao. War das von uns? Ja.
It was a great day. I had someone joining me, Alex, which was fantastic. And I'm looking forward to tomorrow. Today was stage 3, and that was definitely a huge adventure. Greetings from the Radisson Hotel in Basel. 13 passes tomorrow. And I would say definitely the toughest one for the challenge. It's a lot of fun being with a team and getting to know Switzerland like this. And then we're heading to a very good point. I yet have to check this one. Have a good night. Klar, vor allem in den Bergen kann sich das Wetter so schnell ändern. In einer halben Stunde oder 20 Minuten kann sich das Wetter komplett drehen. Auf Dorfstraße. Wir fahren rechts. Auf Dorfstraße. Rechts? Ja, nach Komoot. Aber warte kurz. Kann auch sein, dass wir oben hoch müssen. So sieht's aus. Moni, wir finden das Schild nicht. Das sieht so aus. Sieht nach Wald aus. Im Wald ist irgendwo so ein Schild, ja. Eine überraschende Herausforderung war eigentlich, die Pässe überhaupt zu finden. Wir fahren den Zipfel von Komoot mit nach. Man denkt ja immer an so Pässe, St. Gotthard, Großer Bernard, das sind große Pässe. Da ist ein riesen blaues Schild irgendwo und sagt, hier ist der Pass. Aber es gibt tatsächlich Pässe. Da haben wir dann verzweifelt nach irgendwas gesucht, was ein Indikator ist, dass es ein Pass ist. Einmal waren es Wanderschilde, dann waren es Bushaltestellen und am schlimmsten war es tatsächlich eine Mülltonne einmal, die wir genommen haben, damit wir irgendwie zeigen können, dass wir dort oben waren. Komoot fährt noch einen Kilometer in die Richtung. Dieser Pass ist nicht ganz klar, wo er ist. Wir suchen nach einer Bushaltestelle. Hey. Oh, ja. War das ein Fluch? Das war ein Fluchen. Sie haben nun die Auswahl aus folgenden Themenbereichen. Wählen Sie aus dem Bereich Essen, also bestätigen Sie bitte, zeigen Sie uns eine 1, 2 oder 3. Themenbereich 1, Essen. Themenbereich 2, Kindheitsgeschichten. Themenbereich 3, Technik. Blümchen. Blümchen. 1, 2 oder 3. Ich war ja verbunden mit dem Walkie-Talkie zum Begleitfahrzeug und je nachdem, in welcher Stimmung ich war und aber auch Julia und Björn oder Julia und Michael waren, hatten wir alle möglichen Themen zu besprechen, von Quizfragen, die Julia meistens gestellt hat. Ich weiß jetzt, wie lange ein Bleistift zum Beispiel gemalt werden kann oder wie lange eine Ananas wächst. Also wirklich unglaublich wichtiges Wissen jetzt nach der Challenge. Aber wie gesagt, die Linsennudeln teilweise ist schon echt gut. Also da gibt's, habe ich einen Geheimtipp. Das ist schon echt gut. Alternativ. Und Linsennudeln mit was für einer Soße dann? Gorgonzola? Gorgonzola. Gorgonzola. Natürlich Gorgonzola. Gorgonzola. Oberschienen, Unterschienen. Kannst du alles drauf machen auf die Nudel? Also auf die Parmesan. Ich weiß genau. Jetzt schon du fällst jetzt auf mich nicht vom Rad. Machst du den Miracoli? Also wirklich, wenn es hart auf hart kommt, 3 Minuten kochen Spaghettis mit kalter Tomatensauce. Ja, da waren wir da dran.
alles nass. Fuck. Ja, krass, gell? Der Dings hat mich auch gefragt, der Bart, so wann ist denn euer nächster Ruhetag? Ich so, welcher Ruhetag? Ich bin nicht eine Person, ich mag keine Ruhetage generell. Also deswegen habe ich auch keine geplant. Mag ich nicht, weil der Körper dann ganz schnell in die Phase kommt, so, oh, wir sind fertig. Jetzt werden wir entweder krank, das ist mir bei der Spanien-Rundfahrt passiert, oder du wirst so müde, dass du keinen Bock mehr hast, am nächsten Tag zu fahren. Deswegen mache ich lieber weniger an einem Tag mal und dann sind es dann nur 1500 Höhenmeter. Das tut auch generell der Routine gut und jedem gut, dass wir immer wissen, morgens aufstehen, 7 Uhr, 8 Uhr Abfahrt, egal wohin. Also jetzt geht's ins Hotel. Ja. Okay, vamos. Fuck, look at this. 60 Millimeter. Wow. Aber morgen, ja. Morgen 9. Ja. Aber es wird weniger. Und zwar jetzt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Moni. Happy birthday to you. Komm her. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Dankeschön. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Ich dachte, wir sind unter uns, da können wir auch singen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Okay. Ja. Gerädert. Ein bisschen gerädert, ja. Vom vielen alkoholfreien Bier trinken Du gestern. sollst dich doch nicht so gut besaufen. Ja, ich weiß. Haben wir alt genug geworden. Gerade heute. Heute wird auch wieder gerädert. Ja, doch wieder gerädert. Vom alkoholfrei. Gummibärchen! Das ist ganz früh schon. Da haben wir extra für dich. Und Gummibärchen. Sitter und Tour sind überschwemmt. Ah, ja. Schönes Wetter wieder. Hörst du mich? Jörni, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Symbole hier. Yes, today is your birthday. Happy birthday, Mon. I wish you a wonderful, wonderful day. Yes, you will be doing what you like most, so... Ja. Ich zeige euch nochmal das Video. Jesus. Das war so witzig. Meine Mama. Diese kleinen Räder her. Die sind vom Nachbar. Süß. Meine Mutter seit Ewigkeit nicht mehr Rad gefahren. Das ist ja Wahnsinn. Monika, ich habe keine Ahnung, wie alt du geworden bist, siehst aber jünger aus. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Jetzt die Mama. Die sind doch begeistert. Das ist der See, 30 Kilometer. Alles Gute zum Geburtstag, mein Häschen. Cut. Cut. Mit der Handbewegung dabei. Cut. Jetzt reicht's. Cut. Moni, ich habe noch Geburtstagsgrüße für dich, die hier eingetrudelt sind bei uns. Und ich würde dir jetzt die nächsten einfach nochmal vorlesen. Alles Gute zum Geburi. Mega Idee, Wahnsinnsleistung, keep going. Age doesn't matter, Moni. It's about what you do in between this number and the next.
Happy birthday and thanks for inspiring us to write more passes in Switzerland. Da würde ich sagen, you've got the message. Wie geht's Heute dir morgen? Ich bin vom Zug überfahren worden. Ich bin vom Zug War da bei dir im Zimmer? Ja. Fühlt sich so? Ja, 3 Kaffees und ist nicht besser geworden. Normalerweise weiß ich, 2. Kaffee schlägt an, Ja. und 3. Kaffee müsste ich eigentlich tippitoppi sein. Ja. Nix heute. Das bringt's jetzt. Mhm. Wird gleich besser. Wir waren im Schlosshotel. Wir haben im Schloss. Spookige. Das war einfach, das Essen war so Vielleicht, ich habe mir gedacht, vielleicht im Brötchen haben sie irgendwie Zeugs reingetan, ja? Die grüne Butter, aber die hast du nicht gegessen. Doch, habe ich ein bisschen gegessen. Es war die Echt? grüne Butter. Da war Kräuter waren drin. Ja, genau. Da war War ja schon so ein bisschen kräuterhexig, die Dame, ne? Ja. Ey, stimmt, da war Und die wollte immer, dass wir in den Rittersaal uns angucken. echt, da war 100 pro Hanf drin. Das war so Hanfbutter. Mit haben wir hier gechillt jetzt, oder? Mit Liebe gemacht. Oh, schau mal. Boah. Das ist doch... Nee. Willst du da reinbeißen? Nee. Oder? Du kannst sie ja brauchen. Das ist alles eine Einstellungssache. Wenn ich jetzt in so einen Pass oder in so einen Tag, in den taffen Tag reingehen würde und sage, fuck, ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder nicht, dann natürlich, dann ist er richtig tough. Aber wenn ich reingehe und sage, ich freue mich auf bestimmte Sachen, zum Beispiel einen Umbral-Pass oder also auf die Scenery, anstatt mich auf die negativen Sachen zu fokussieren, das macht es dann auch, warum man dann weiter und weiter geht. Tagesplan. 8 Uhr. Der Tagesplan, 8 Uhr. Abfahrt. Fluella kennst du? Fluella, ich kenne alle Pässe. Ja, genau. Ja. Weißt ja. Ja. Alle mit Passschild. Alle mit Passschild. Wenn sie nicht geklaut sind. Wenn sie nicht geklaut sind. Ja, oben auf den Pässen 5 Grad momentan. Oben haben wir einen Ölwechsel. Die gute Sache. Ölwechsel, ja. Aber die gute Sache ist dann. Okay. Also, Essen, Trinken, 5 Minuten. Ja. Jupp. Effizienz war sehr wichtig für mich. Und es hieß auch, dass oben, vor allem auf den Pässen, dann, wenn es kälter ist, dass keine Ruhe für mich einkehrt, sondern dass ich gleich weitermache. Dass da nicht irgendwie plötzlich zum Kaffeekränzchen wird.
das war sozusagen die mentale Vorbereitung, die ich eigentlich schon... Das weiß ich auch. Aber dann brauche ich nicht nochmal Wasser extra. Das tut sich nämlich nur hochschaukeln. Nein, bloß nicht. Das ist alles gut, glaub mir. Ja, aber das will ich wirklich nicht mehr hören. Wirklich, nee, Björn. Nein, das weiß ich. Vergiss es. Pass auf, ich habe nur Angst gehabt. Wir sind in so blöd in der Kurve gestanden und wenn dann ein Motorrad um die Kurve fährt, habe ich Angst gehabt um dich. Deswegen. Das war nur mein einziges Problem. Nicht wegen irgendwas anderem. Das war nur das. Ja, aber schon wieder vergessen. Sind wir cool? Ja, natürlich sind wir cool. Wir sind die coolsten. Sorry, aber das war halt auch für mich eine... Nee, absolut klar. Noch. Das sind so die empfindlichen Phasen. Ja, wir sind durch. Ja. Gut gemacht. Wir haben 81 Pässe soweit geschafft in Etappe 13. Über 28.000 Höhenmeter. Halbzeit, unglaublich. Also ich genieße wirklich jeden Tag momentan, hier das machen zu dürfen mit so einem mega geilen Team und freue mich auch immer, dass jeder Tag anders da ist. Es wäre schrecklich, wenn jeder Tag gleich wäre und man einfach nur verschiedene Pässe zu fährt, aber jeden Tag passiert irgendwie immer was. Zuerst kam heute der Albula-Pass dran, wo ich zuerst dachte, meine Beine haben sich nicht gut angefühlt und ich hatte wirklich Angst, dass heute ein harter Tag wird, vor allem mental. Und danach ging es zum Bernina und zum Furkala-Pass. Definitiv nicht meine Lieblingspässe. Das war ein Kackpass. Wie bitte? Das war ein Kackpass. Ja. Das war ein Scheißpass. Bio-Randensalat. Ja, sehr gut. Ich bin da fucking Rinde gefahren. Ja. Krass, das ist dann alles runtergefahren. Halleluja. Herzlich willkommen im Hotel Budapest. Bitte haben Sie noch eine Geduld, wir sind sofort bei Ihnen. Please be patient for a moment, we will be with you shortly. Hotel Bodenhaus, Grüß Gott. Grüß Gott, Julia Heckmann mein Name. Wir haben Ihre tolle Speisekarte entdeckt und wollten anfragen, ob Sie noch Kapazitäten für 8 Personen heute Abend hätten. 18 Uhr. Okay, eine Sekunde, muss ich nur schauen, wo wir ist. Moment. Hotel Bodenhaus, Grüß Gott. Ja. Ich gebe Ihnen meine Kollegin. Ja, danke schön. Hotel Bodenhaus, Nicoletta, grüezi. Grüezi, Julia Heckmann mein Name. Ich hatte vorhin angerufen, um zu fragen, ob Sie heute noch Platz für uns hätten mit 8 Personen. Ich schaue, ganz kleines Moment. Ja. Ich denke, ja, können wir machen. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Okay. Ja, perfekt. Also, gut. Dürfen wir zu Ihnen kommen? Ja. Super. Sehr gerne. Prima. Danke Ihnen vielmals. Ja, bis später. Tschüss. Schau, da steht Julia-Pass. Jetzt wissen wir, warum die eine Warteschlange haben. Ja, wenn es immer so lange dauert, haben Sie kurz einen Moment. Einen kurzen Moment. Aber gerade mal eine Viertelstunde. Und danach Julia-Pass, was wieder sehr schön war, und der Maloja-Pass. Wie hast du geschlafen? Tief und kurz. Kurz? 4 Uhr aufgewacht. Warum? Kann ich nicht sagen.
Ich habe das Frühstück unten gesucht. Morgen. Morgen. Alles gut? Alles gut. Hi. Sali. Was mich am meisten emotional beschäftigt hat, ist nicht wirklich das Projekt selber, sondern eigentlich die Menschen drumherum. Schwierig loszulassen. Aber es ist, wie es ist. Nicht nachtrinken. Nicht nachtrinken. Nicht nachtrinken, oder? Nicht nachtrinken, okay. Ich habe einen Fuhr da. Das andere Rad ist wo? Das ist auch drin. Aber es ist nicht, es muss immer drunter. Ist es drunter? Ja, es ist drunter. Ah, super. Ja. Dankeschön. Postauto, Das Postauto. Alle 2 Stunden, da hast du aber echt verloren als Jugendlicher, oder? Das kam auf einmal. Der Hammer, ne? Ja, aber der Hammer eher in die Richtung so, ach jo. Schön wäre es doch mal so ein bisschen Pause schlafen, ja. Jetzt habe ich gut gegessen. Weißt du, so ungefähr mein Körper sagt, oh. Wir könnten es auch ruhig angehen lassen. Ich bin so in der richtigen Phase. Ich kann mich jetzt hinlegen, ein Stündchen schlafen. Schön hier auf der Wiese mit dem Murmels. Wann kommt das Auto? Wann kommt der Bus? Dann muss ich nämlich jetzt erstmal fahren. Hinter rein. Da fängt nämlich der Pass an. Ja. Okay, wir kriegen es hin. Natürlich kriegen wir es hin. Supi. Ne? Also, ja klar, die Beine spielen irgendwann nicht mit, aber das war zu erwarten. Und dann bin ich auch darauf eingestellt, dass das irgendwann so sein wird. Aber anstatt dann zu sagen, oh, ich gebe jetzt auf, denke ich eher, okay, Moni, jetzt sind wir an dem Punkt erreicht, super. Was kann ich jetzt machen, damit ich immer Spaß habe, da hochzukommen? Nämlich das Schlimmste, was sein kann, ist, dass ich hier hochkomme und sage, fuck, morgen wieder, scheiße. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, den Enthusiasmus für die Berge zu behalten, dass es nicht dann irgendwann so bergab geht, sagt, oh, warum mache ich das eigentlich? Dass man immer wieder was Neues findet, warum man die Pässe hochfährt. So ein bisschen erregt gerade, aber passt. Kriegen wir hin. Dankeschön. Das andere ist Brot. Ist ein gutes. Ist gut. Ist ein gutes Brot. Julia, fahren wir gerade aus? Nein. Leute, die sollen mal wirklich, sorry. Ja. Immer die gleichen Fragen. Wie bitte? Haben die gesagt? Du hast gesagt? Ja? Ich hab nichts gedacht. Ja, weil es laut Komodo-Route wird es halt geradeaus gehen. Oh! Ja. Okay, sorry. Am See vorbei. Warte, dann bin ich komplett jetzt durcheinander. Ne? Weil Echt schwierig zum Sagen jetzt, ne? Nee, komplett meine Schuld jetzt. Ich dachte, wir müssen noch mal wieder zurück ins Tal. Ah, du hast es auf Süden. Entschuldigung. Wir waren im Norden, was? Ja. Nein, sie hat recht, sorry. Komplett meine Schuld. Alles gut. Ja, Johanna, wir fahren geradeaus. Jemand hat gerade auf Julia und Maloja kommentiert und ich kenne den Typen, ja. Ja. Und leider haben wir jetzt Network-Probleme. Ich will wissen, was der geschrieben hat und ich glaube, es ist nichts Gutes. Ist das der Typ Das ist so ein Klugscheißer. Runter? Richtig, das wird wahrscheinlich genau der Kommentar sein. Und ich weiß auch schon, was meine Antwort sein wird. Als der erste Artikel in der Zeitung
rauskam, waren sehr viele negative Kommentare und ich war komplett perplex. Warum würde man so viele negative Kommentare geben? Eigentlich habe ich doch was Gutes vor in der Hinsicht, andere Menschen zu inspirieren, sich großen Herausforderungen zu setzen. Ja, ich konnte damit nichts anfangen und habe tatsächlich den Redakteur angeschrieben und habe gesagt, hey, vielleicht sollten wir wirklich den Artikel online, das war online, runternehmen. Und vielleicht ist er falsch geschrieben oder was auch immer. Und er meinte, nö, das ist immer so. Und er hat mir dann auch den Tipp gegeben, so wie andere Freunde, dass ich eigentlich einfach die Kommentare nicht mehr lesen soll. Was ich auch dann befolgt habe, weil für Mental Health Reasons ist das Beste eigentlich, sich damit gar nicht auseinanderzusetzen. Also ich muss mich heute schon entschuldigen, dass ich sehr empfindlich sein werde mit Kommentaren. Und wirklich, Julia, du bist meine beste Medizin. Was? Mit den Dings. Du tust mich komplett ablenken. Okay. Ja. Solange wir Quizstunde machen. Ich bin wie so ein... Ja, geil. So ein kleiner Hund, der ist Bällchen und dann immer mit dem Bällchen da vorne droppt dir vorne hin und sagt, spiel doch mal, wär's mal wieder. Wirfst mir nicht, ja, und dann muss ich dir immer anstupsen. Ja. Ja. Immer mit. Ich noch einen Roller nebenbei, oder? Wie geil wäre das denn? Ja. Okay, Moni, Fokus. Meine Beine sind so im Arsch gerade. Ich merk's richtig, ja. Fest? Ja, also richtig so gemacht. Ja. Und hier ist sie wieder, die neue Runde der beliebten Quizshow von an Bord des Scody. Mal angenommen, ein Baby würde im selben Tempo so weiter wachsen wie im ersten Lebensjahr. Wie groß wäre es dann ungefähr an seinem 18. Geburtstag, mal geschätzt? Dann ist die Frage, ist es exponentiell oder linear? Ja. Linear. Ist es so? Also. Okay, jetzt habe ich ein Mathe-Thema. Okay, ich kann euch nur sagen, die Antwort wäre A. Was ist die Antwort? 5 Meter. 5 Meter? Ja. Hä? Nur? Ja. Wie viel Prozent der Deutschen tragen den Nachnamen Müller? 5%? Quatsch, sogar mehr, 11. Ich habe mich verlesen. 11%? 11%? Ja. Das sind mehr wie 100.000 Leute. Ja? Nee, Quatsch, 1 Million. Nein, mehr wie 1 Million. Ich habe es gerade gerechnet. Hey, was rechnest du? Erklärst du mir bitte den Rechenweg? Meine Energie wird jetzt nicht weiter hochgehen, sondern eher bergab. Deswegen werde ich vielleicht schneller genervt sein, wenn irgendwas nicht stimmt in der Hinsicht. Kommt, verpisst euch. Wirklich, ich habe keinen Bock mehr momentan. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn du der Anrufbeantworter, wie heißt es, die Warteschlange unterhalten musst. Nicht Gitarre spielen mit meinen Speichen, wäre super. Ich weiß genau, wie du warst, als du 10 Jahre alt warst. So bin ich noch. Hat sich nichts geändert. Ja, wenn der Michael jetzt kommt, wir haben uns auch darüber unterhalten, wir haben uns jetzt so eingespielt, vor allem das sind so die Feinheiten, eigentlich Sachen, die nicht kommuniziert werden, wo man einfach weiß, der macht das, der macht das. Deswegen, das wird jetzt nochmal spannend werden. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt eine Übergangsphase haben mit dem Björn und Michael, dass der Michael da auch wirklich das Gefühl bekommt, so okay, so läuft's gerade. Nee, das ist, nein. Das weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Bestimmt mal probieren. Oh. Oh, das ist aber Zitrone. Wieso Zitrone? Ah ja, Melisse. Zitrone, Melisse, gell? Mhm. Das ist mega wichtig, dass der ziemlich schnell laufen. Ja. So. Und sonst muss Julia ihre Gewalt spielen lassen. Zack, Gewalt. Kriegt immer ein Genick. Eins ins Genick, wenn man ins Spurt. Nämlich mein Geduldsfaden wird immer kürzer und kürzer. Nicht, dass ich versucht habe. Dünner, nicht kürzer und kürzer. Achso. Also nicht kürzer? Nee, das heißt dünner.
bis der Geduldsfaden reißt. Du bist auch kürzer und kürzer. Bis der Geduldsfaden reißt. Okay. Und da bin ich jetzt nicht jemand, der da hinterher trauert, sondern ich muss vorwärts schauen und sehen, okay, jetzt haben wir ein neues Teammitglied, wie kriegen wir den an Bord sofort, dass es weitergeht. Deswegen jetzt bin ich gespannt, ich lernen zum ersten Mal kennen, wie es so sein wird. Willkommen, hier we go. Also. Ja, guck mal, das ist Wenzi Huger. Hi. Echt? Hörst du drin, genau. Hi. Sorry. Oh, hi. Hallo. Hi. Michael, hallo. Freut mich. Ja. Servus. Na, servus. Wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Ich bin grau. Gibt's einen Sitz auch? Ja, immer hier 4 genau. Und dann werden Gebete aufgesagt. Genau. Dann machen wir erstmal noch. Ja, alles gut. Bin ich dabei? Wir fallen dann mal auf. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Schnick, schnack, schnuck. Ich bin so gehypt aktuell. Es kann nichts passieren, was jetzt mich irgendwie emotional oder so runterbringt. Gar nichts. Das ist gerade alles so. Du sagst es nicht zu früh, nach 10 Minuten. Aber generell, also sagen wir so, ich glaube, das ist das, was uns momentan alle so zusammenhält. Alle haben echt positive gesetzt. Wir haben schon tiefe Phasen gehabt, sagen wir so, aber wir sind ziemlich schnell rausgekommen. Und heute war eine sehr tiefe Phase. Okay. Ja, nach 3 Red Bulls geht es mir aber dann wieder besser. Ich bin tatsächlich heute. Bruder-Sohn. Das ist für Moni allein. Auch unser Familienzuwachs? Und das ist ein Familienzuwachs, genau. Da, ja. Ja, Genau. er ist da. Er ist da. Gotthard, ich liebe Gotthard. Ich finde, der Pass ist einfach geil. Zwischen 3 verschiedenen Optionen zu wählen. Wählen Sie A, B oder C. Wählen Sie A, die Massage des linken Schenkels oder B, die Massage des rechten Schenkels. Oder C, die Massage beider Schenkel. Wir machen heute übrigens eine Schlüsselübergabe, gell? Ja, offiziell willst du dann so eine Schlüsselübergabe. Eine Fahrzeugübergabe, so. Ich will eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich gar nicht. Letzter Tag heute. Hey, das war mein letzter Pass. Wie? Das war jetzt gerade mein letzter Pass. Ihr wollt ihr noch ein Bild zusammen machen vom Schild? Ja. Oh Gott, jetzt fange ich fast an zu blenden. Oh fuck, ich fang fast an mit dem Film. Hey, alles gut, Mann. Alles gut. Jetzt vermissen. Ja, das glaub ich dir. Ja, das glaub ich dir. Mein Pulli hat sie noch. Du willst nicht gegen Karate Kid? Ja, du kannst Karate oder was? Hey, du weißt gar nicht, was ich alles kann. An dem Tag 16, als Björn gegangen ist, das hat mich natürlich dann schon irgendwie so wieder zurückgeworfen. Ja, das hat mich wahrscheinlich, das war so die größten emotionalen Momente, wirklich mehr teambasiert, als dass es wirklich das Projekt selber war. Ich halte eine kleine Rede. Das ist dein letzter Tag.
Oh, scheiße. Ich bin dann doch schlechter, dachte ich jetzt. War toll. War in Ordnung. Nein. Also ich muss dazu sagen, es ist schon krass, wie wir alle zu viert, jetzt 5, zusammengekommen sind. Keiner kannte keinen. Ja, keinen, aber es war super. Also deine Witze, ja, das muss auch erstmal, also es war mega witzig. Vielen Dank, dass du alle meine Launen, Höhen und Tiefen ertragen hast. Musstest. Auf einem Augenhöhe. Fehlt mir kein Brot noch vor Schluss. Ich kann noch keine Worte. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Sind Sie in der Unterhose drin? Ja, weißt du, wie teuer das ist? Die Schlüpper. Wolltest du nicht Schlüpper mal die ganze Zeit haben? Doch. Ja, ja. Da ist der Leopardenfang. Da ist der Leoparden. Da ist der Leopardenfang. Ja. Andermatt. Bisschen klein. Kann man größer machen. Ein Zaubertuch? Verschwindet? Mädchen. Kennt ihr das, wenn du das so runterfallen lässt und dann wegläuft und dann Jetzt einmal drüber. Mit dem kannst du dich wieder zu uns herzaubern, mit dem Zaubertuch. Da kann man dann den wieder erotischen Tanz machen. Von einer Seite wieder da. Auf zum Transfer. Viel Spaß. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche. In 9 Tagen sehen wir uns, ja? Ich wollte gerade sagen, so 1,5. Ja, 1,5. Easy. Ja. Schreib, wenn du ankommst, Mach's ja? gut. Halt durch. So, Großer. So, komm gut nach Hause. Na? Bis später. Ja. Vielen Dank für alles. Na klar. Dank dir. Ja. Und, viel Spaß, genieß es. Ja, komm gut an. Macht dich nicht verrückt. Nee. Ja. Aus dem Kofferraum? Ja, ich brauche alle meine Sachen vom Dings. Diesmal ist es, weil alles drin ist. Ja. Von gestern. Ja, nicht schlecht. Ein Helm? Der Helm ist gerichtet. Dann verkabel ich dich erst noch schnell. Ja. Das ist jetzt auch irgendwie so eine Phase. Wirklich, sorry, dass du das jetzt alles so mitmachen musst und hat nichts mit dir zu tun. Alles gut. Aber das ist schon irgendwie jetzt so. Da muss ich jetzt wirklich da müssen wir heute aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht als Abschluss sehe, sondern dass es fucking weitergeht. Ja. Ja, ist alles gut. Ja. Das ist, schau mal, das ist ja eigentlich voll, ich finde das richtig schön. Ihr habt euch in 2 Wochen so krass gefunden. Das ist... Weil ich bekomme ja momentan so viel Hilfe in der Hinsicht, ja. Und dann ist immer für mich auch die Frage, zu welchem Punkt ist es dann, wo es dann wirklich ein Team ist und zum anderen, wo ich dann plötzlich zu viel frage. Und da will ich möchte niemals, dass irgendjemand sagt, zum Beispiel der Björn hat irgendwann mal gesagt, oh ja, Prinzessin auf der Erbse. Hat auf dem einen Pass hochgesagt, Umprallpass. Da habe ich mir gedacht, vielleicht verlange ich momentan einfach zu viel. Und das will ich einfach nicht. Ich will niemals, dass irgendjemand denkt, dass ich irgendwie jetzt plötzlich so auf dem Thron sitze und jeder muss mir irgendwas reichen. Und das ist für mich ein sehr sensibles Thema, weil ich nicht so sein will. Und dann natürlich mit Björn gehen, er würde es irgendwie jetzt gerade einen Witz noch draus machen. Ja. Es ist jetzt gerade auch ein bisschen so fast wie die Luft raus. Es sind ja nur 1200 Höhenmeter, wo ich jetzt 2 Stunden lang hochfahren muss. Und es ist halt dann, jetzt muss ich mich irgendwie anders da motivieren heute wieder. Morgen ist alles wieder gut. Wahrscheinlich 10 Minuten später ist alles wieder okay. Aber jetzt gerade in dem Moment, ich sage, okay,
Also, dann auf geht's, ja? Als der Björn gegangen ist und ich am nächsten Tag den Hufnen hochgefahren bin, den ersten Pass, ich glaube, ich habe den ganzen Pass hochgeheult. Ja. Okay. Ja, passt. Türe geht zu. Mhm. Danke. Also ich habe ein mega Glück mit euch. Hätte auch richtig scheiße sein können. Ja. Das ist aber zum Glück noch 10 Tage. Das ist so eine intensive Zeit, dass ich fast Angst habe. Also ich habe Angst, nicht nur fast, wenn es vorbei ist. Super. Erster Tag dann. Kündigungsfrist ist 2 Monate übrigens, Michael. Du kommst jetzt aus der Szene nicht mehr raus, gell? Okay, alles klar. Ja, die letzten Tage waren wirklich die großen Pässe jetzt dran. Also da war fast nichts unter 1000 Höhenmeter und 1,5 Stunden, 2 Stunden bergauf zu fahren. Das war dann nochmal was Neues wieder und jetzt wird es richtig heftig. Auch motivationsmäßig muss man sich natürlich dann ganz anders da vorbereiten, als wenn man 13 Pässe à 400 Höhenmeter fährt oder weniger. Aber dafür sind die Pässe unglaublich schön. Ich liebe die Region hier. Furka-Pass, einer der schönsten Pässe in der Schweiz, worauf ich mich sehr freue und werde wahrscheinlich auch sehr froh sein, wenn ich da oben dann bin. Hiermit habe ich wieder festgestellt, wenn man aus der Komfortzone geht, dann lebt man wirklich sein Leben. Emotional, wirklich so viel intensiver, als den Alltag dahin zu legen und immer sich Sorgen und Ängste zu machen, was man erreichen oder nicht erreichen könnte. Und auf die Schwächen sich zu fokussieren. Und deswegen möchte ich Menschen eigentlich damit inspirieren, wirklich mal zu schauen, was sie machen können, was für Herausforderungen sie sich annehmen können. Und es muss jetzt nicht irgendwie ein Weltrekord oder so sein, sondern die Kleinigkeiten. Es fängt immer mit Kleinigkeiten an, mit den kleinen Schritten. Oft hat man die Tendenz, immer sehr, sehr groß zu denken. Und weil das dann so overwhelming, so überwältigend ist, macht man es dann nicht und fängt nicht an. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich kleine Schritte zu nehmen. Und da muss man nicht den ganzen Alltag sozusagen umwerfen, um das zu erreichen, sondern einfach mal so schauen, hey, was könnte ich sonst in meinem Leben machen, was ich spannend finde und was auch bereichernd ist für mich. Wir haben Pass 100. Ja. Das müssen wir vielleicht auf dem nächsten Pass ein bisschen feiern. Was haltet ihr davon? Ja. Ja. Heute war die 20. Etappe der Swiss Passes Challenge. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Krasse Sache. Und jetzt stehe ich gerade hier auf dem Porte de Collet. Und das war wahrscheinlich der härteste von allen bezüglich Steilheit. Sagt man Steilheit? Jetzt habe ich auch ein Haustier. Der kommt natürlich jetzt überall mit. Und die nächsten 2 Etappen über 3 Tage sollten hoffentlich sehr angenehm sein. Mal schauen. Und dann sind es noch 2 Tage. Krass.
Natürlich. Ja. So ekelhaft. Ich muss so machen. Nein. Das war so meine Umarmung jetzt. Und eins draus machen. Ich bin halt eher ein Katzenmensch als ein Hundemensch. Okay. Weil die halt einfach ihren eigenen Willen haben und die kannst du sehr, sehr gut einfach mal für sich überlassen. Und also im Sinne von, ja, du musst dich nicht ständig drum kümmern und dann. Okay, go. Das war der 5. letzte Pass, Col de la Croix. Jetzt sind nur noch 4. Heute kommen noch 2 dran und morgen dann die letzten 2. Krasse Sache, es ist jetzt echt vorbei. Ich bin 100% freiheitsliebend, ja. Ich mag nichts um mich herum haben, ja, wo ich drauf aufpassen muss und dann, wenn ich mal 2 Tage nicht drauf aufpasse, dass das Ding eingeht oder in mir verreckt. Und irgendwann hatte ich so einen Moment der Schwäche im Aldi und habe mir diesen Basilikumbaum gekauft, ja. Und habe es rausgestellt. Meine kleine Schwester ist ja so ein Naturfreak. Und dann hat sie gesagt, Moni, darf noch nicht mal rein in deine Wohnung. Ich so, nein, die Beziehung ist außerhalb und muss draußen bleiben, ja. Einmal immer da hinten steht Kohle drauf. Ja. Das war der 4. letzte Pass, Jaunpass. Jetzt kommt noch einer und dann ist der Tag schon vorbei und das war der vorletzte Tag. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber irgendwie, die Stimmung war heute ein bisschen anders wie normal. Da wirklich, ich bin da hochgeguckt auf den letzten Pass. Ich habe tatsächlich die Meter gezählt, damit ich auf dem Scheißpass da oben bin. Als ich angefangen habe mit der Challenge, hätte ich niemals gedacht, dass es so intensiv wird. Und wir haben wirklich jeden Scheiß gemeistert. Von irgendwelchen Baustellen bis Abhang runterfahren. Wir waren wirklich so mit dem beschäftigt, was wir wirklich gerade an dem Tag, in dem Moment gemacht haben, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie die Zeit verflogen ist. Und ich glaube, das sagt alles über die Challenge auch aus. Wir sind wirklich durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Und es ist unglaublich. Ich kannte ja wirklich keinen von denen richtig. Und dann haben wir 24/7 aufeinander gehockt. Ich glaube, das Gefühl von alleine sein, das ist meine größte Angst. Kommunikation war wichtig, dass das Vertrauen untereinander stimmt. Und dass wir mit Leidenschaft an das Projekt rangegangen sind. Und jeder hat sein Zeug dazugegeben. Julia mit ihren Quizfragen, der Björn mit seinen Pilotenzeugs. Das war unglaublich witzig. Michael mit seiner Art. Anscheinend hatte ich richtiges Glück, die richtigen Leute dabei zu haben. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, die eigentlich das alles, diese Leidenschaft in sich tragen, aber vielleicht nie die Möglichkeit haben, das wirklich zu machen, irgendwas außerhalb der Norm vielleicht zu erleben und vielleicht aus der Komfortzone rauszugehen. Was bringt es, wenn man schön sein Leben nach gesellschaftlichen Normen ausprägt, 30 Jahre in der gleichen Firma arbeitet, sich irgendwo hocharbeitet, Titel sammelt, und man trotzdem todunglücklich ist? Ist das wirklich dann ein erfüllendes Leben? Aber einfach mal machen. Man sieht eigentlich, wie viel man erreichen kann, wenn man einfach nur den ersten Schritt geht. Musst du machen. Wie war es heute im Schlag? Oh, sehr gut. Ja, super. Uhr 46 habe ich gesehen. Hochgeladen, die Bilder. Stalker, das würde ich jetzt mal sagen. Es wäre krass, wenn es Alltag wäre. Oh, ja. 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 Das war richtig krass, ja. Ja, aber so ein bisschen davon
weil, weißt du, das ist ja die Sache. Du definierst ja selber deinen Alltag. Ja. Und für mich never Alltag, irgendwie 9 to 5, irgendwo da sitzen und was machen. Ja. Fuck. Ja. Also ich erinnere mich noch ganz genau, als ich irgendwie 18 war oder so, 19. Und dann gab es irgendwann die Zeit, wo du dann plötzlich über das Arbeiten nachdenken musstest und so, ja. Und dann hab meine Möglichkeiten gesehen, was so für jobmäßig man machen kann. Ja. Gott, ich wurde traurig. Fast schon sehr depressed, weil ich mir gedacht habe, ist das wirklich das Leben? Muss das dass man so sein, genau, ja. dass du von um 9 Uhr irgendwo oder um 8 Uhr irgendwo anmarschierst und um 5, 6, was auch immer wieder gehst, irgendwo im Büro eingesperrt bist. Und Wenn du darfst, kannst du gehen. Also weißt du, genau. auch so dieses, nicht wenn ich denke, ich bin fertig oder... Ja. Ich glaube einfach, die eine Sache ist natürlich, sich diese Freiheit zu schaffen und das Geld zu verdienen dafür, aber auf der anderen Seite auch damit okay sein. Und ich glaube, das ist, gehört dabei dazu, du kannst das Leben einrichten bei 2 Sachen. Entweder du verdienst genügend Geld dafür, dass du es machen kannst, oder du brauchst einfach nicht genügend. Ja. Und beides zu machen, also auch wirklich zu reduzieren. Schau mal, wie viel wir leben seit 26 Tagen aus einer Tasche. Ja. Also ich habe jetzt nichts verpasst. Ja. Ein paar mehr Ohrstäbchen hätte ich gebraucht. Das ist ungefähr. Etwas Zeit, die anderen noch zusammengesammelt. Genau. Also, okay. Ich glaube, die meisten Menschen bleiben in der Komfortzone, weil sie Angst haben vor Failure, vom Scheitern. Aber wenn man mal so oft gescheitert ist, wie ich auch, dann merkt man, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann ist das Risiko oder diese Hürde, eigentlich so ein Risiko einzugehen, nicht mehr so groß. Erfolg heißt, erstmal glücklich zu sein. Ich glaube, das ist Nummer 1. Und die zweite Sache ist, wirklich auch sein Potenzial ausschöpfen zu können. Wie langweilig wäre das, wenn man jeden Tag immer das Gleiche machen müsste und nicht sehen könnte, eigentlich, what is one made of, was du alles machen kannst mit deinem Leben. Ist vorbei. Ich stehe jetzt hier gerade sitze hier auf dem Gornigel. Letzter Pass, 26 Tage. Ich glaube, ja, es ist Zeit zum Feiern, oder? Ich bin wieder zurück. 1368 Kilometer waren es. Über 56.000 Höhenmeter. 110 Stunden auf dem Rad. Es war eine absolut krasse Erfahrung. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es eigentlich jetzt schon vorbei sein soll. Und das Geilste war wirklich eigentlich das Team, was ich um mich herum hatte. Und alles mit der Mission, andere Menschen zu inspirieren, besonders Frauen, sich großen Herausforderungen zu setzen. Und die Challenge ist zwar getan, aber mit der Mission geht es auf jeden Fall weiter. Vorbei. Krass. Ich kann es doch gar nicht glauben. Aber jetzt machen wir uns vom Acker. Geh mal.